der Vergangenheit waren die Männer randständig in der eigenen Familie, weil sie fixiert waren auf ihre Rolle als Ernährer, auf die Erwerbsarbeit. Sie haben ihre Familienaufgabe darin gesehen, die Kinder und ihre Frau zu ernähren. Und das hat sich geändert. Männer wollen heute aktive, engagierte Väter sein, wollen mehr von ihren Kindern mitbekommen, wollen kein Zaungast in ihrer eigenen Familie sein. In der Vergangenheit waren sie sozusagen der ewige Praktikant. Sie kannten sich nicht gut aus bei der Erziehung und im Haushalt. Und heute wollen Männer ein engeres Verhältnis haben zu ihren Kindern und beteiligen sich deshalb auch stärker an der Erziehungsarbeit. In der Debatte in Deutschland ist viel von den neuen Vätern die Rede. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff, obwohl eins meiner Bücher auch die neuen Väter zwischen Kind und Karriere heißt. In den Buchtiteln bei den Verlagen muss immer alles neu sein, aber eigentlich sind die Väter natürlich nicht neu. Und auch in der Wissenschaft taucht der Begriff schon in den 1980er Jahren in der Literatur auf. Das ist also schon 30, 40 Jahre in der Diskussion. Ich spreche präziser lieber von aktiven Vätern oder von engagierten Vätern, denn so neu ist das nicht. Natürlich wandeln sich die Rollen und was sich wandelt, ist eben, dass Männer sich stärker engagieren in der Familie, viel aktiver sich an der Erziehung beteiligen. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern hat sich verändert, sowohl aus ökonomischen wie aus privaten Gründen. Ökonomisch hat sich verändert, dass viele Männer nicht mehr allein eine Familie ernähren können, wie das vielleicht in den 50er oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Vorbild war, ein Modell war, zumindest in Deutschland, in Westdeutschland. Dazu kommt, dass die Frauen heute viel besser ausgebildet sind als in der Vergangenheit und auch erwerbstätig sein wollen. Und von daher geht die Entwicklung im ökonomischen Bereich in Richtung einer Doppelverdienerfamilie. Und in dem privaten Bereich hat sich vor allen Dingen von Seiten der Mütter verändert, dass sie nicht nur Hausfrauen sein wollen. Sie wollen beides sein. Sie wollen gute Mütter sein, sie wollen aber auch ihren Beruf haben. Vielleicht nicht unbedingt Karriere machen, aber sie wollen erwerbstätig sein, ihr eigenes Geld verdienen, um unabhängig zu sein. Und Frauen sind oft auch sogar besser vorbereitet für die Dienstleistungsgesellschaft, für die digitale Wirtschaft. Sie haben in vielen Bereichen inzwischen die besseren Schulabschlüsse. Und deswegen sind auch die Unternehmen sehr daran interessiert, dass Frauen im Beruf sind. Und es ist interessant, dass die Wirtschaft in Deutschland diese ganze Veränderung der Geschlechterrollen sehr deutlich unterstützt, aus ökonomischen Gründen, weil sie die Frauen im Beruf haben wollen. Insofern haben sie natürlich auch ein Interesse daran, dass die Männer die Frauen entlasten. Allerdings wollen sie nicht, dass die Männer im Beruf zurückstecken. Also sie wollen weiterhin die Männer am liebsten in Vollzeitarbeit haben. Es ist in der Regel so, dass zum Beispiel 2 Monate Elternzeit wie ein verlängerter Urlaub in Unternehmen betrachtet wird und die Arbeitgeber das akzeptieren. Aber wenn Männer danach sagen, ich will mich jetzt so sehr in der Familie engagieren, ich will nur noch 30 Stunden arbeiten, bekommen viele Väter Probleme bei ihrem Arbeitgeber.